Welcome to the Vinyl Matters Podcast. Hier bei uns im Presswerk bei Matter of Fact. Hallo. Hallo. Soll ich nochmal? Nö, ne? Wir haben heute den Jules hier. Hans Hammer als DJ aus Hamburg angereist. Eigentlich hast du gerade gesagt aus Süddeutschland. Ganz genau, ja. Ursprünglich aus Süddeutschland, aber jetzt seit 10 Jahren in Hamburg. Wie treibt es jemanden nach Hamburg? Naja, das kam damals, da war ich 19 und dachte mir, Freiburg gibt nicht mehr so viel her. Kulturell wie auch die Stadt, wie die Menschen. Und dann wollte ich in eine große Stadt. In Freiburg habe ich mal gespielt, in irgendeinem Club. Vor über 10 Jahren, da warst du... Drifters vielleicht? Ja, im Drifters, genau. Am Hauptbahnhof direkt. Ja, genau, im Drifters. Das ist ein spannendes Ereignis gewesen. War tatsächlich mein schlechtester Gig, den ich jemals hatte, glaube ich, dort. Annähernd habe ich die gleichen Gefühle. Irgendwie, piep. Auf jeden Fall Freiburg, aber es ist trotzdem eine schöne Stadt, mega schöne Stadt, ne? Richtig schöne Stadt, aber kulturell leider ein bisschen mau. Ja. Und Hamburg gab es dann richtig den Flash, so ein bisschen. Hamburg gab es richtig den Flash, ja. Ein Freund ist da ursprünglich hingezogen, ich hatte den besucht, wir waren feiern und dann war es um mich geschehen. Wo wart ihr feiern? Wo ist dann? Im Übel und Gefährlich und dann im Südpol. Ja. Das war vor knapp 10 Jahren, als der Südpol noch ganz neu war. Südpol ist Hammer, ja, finde ich auch. Erinnere ich mich an sehr viele schöne Stunden. Genialer Club, geniale Vibe, geniale Crew, geniale Community. Südpol. Grüße gehen raus. Ja, finde ich auch. Ich weiß auch nicht, wer macht den noch? Ja, der Südpol ist ja immer noch ein Verein. Genau. Das ist, letztendlich macht es niemand, sondern eine Crew, eine Community. Zusammen, genau, als Verein. Alle helfen mit. Ohne das wäre das auch alles nicht möglich. Ja. Und hat sich jetzt über 11 Jahre etabliert und wird immer schöner und immer besser. Ich habe 6 Stunden gespielt da immer. Das hieß dann immer irgendwie den ganzen Vormittag oder irgendwie sowas. Closing. Genau, ja, war genial. In Berlin warst du gar nicht, ne? Vorher? So? Doch. Genau, ich habe ein halbes Jahr in Berlin gelebt und da auch bei Audiolied gearbeitet. Ja, genau. Ganz genau. Und dann, das war aber im Rahmen meines Studiums. Ich habe Musikmanagement studiert. Ach, schön. Ja, wunderbar. Und dann, war ich ein halbes Jahr in Berlin und bin dann wieder nach Hamburg zurück. Musikmanagement. Ja. Ist das richtig so, wie es heutzutage ist? Oder haben sie dir eher noch so Oldschool-Kenntnisse vermittelt? Oder haben sie dich voll auf TikTok getrimmt oder so? Also ja, kann man so ein bisschen sagen. Es war ein recht managerialer Studiengang, sprich schon BWL-Anteile auch. An sich ursprünglich Medienmanagement mit Schwerpunkt Musikmanagement. Ja. Hat einem so ein bisschen gezeigt, wie die Welt funktioniert. Die eigentliche Musikwelt. Die eigentliche Musikwelt, ja, genau. Nicht über das, was wir hier machen, über Underground, Subkultur. Das hatte da eher einen sehr, sehr geringfügigen Anteil, eigentlich keinen großen Stellenwert. Da ging es um das große Gesamte. Und Zahlen, ne? Um Zahlen und dass sie am Ende stimmen. Dass sie am Ende stimmen, genau. Und wie man die am besten so dreht, dass es stimmt am Ende. Ja, und nicht die ersten 8 Male hat leider nicht so geklappt. Langsam aber erholen wir uns aus dem Loch und haben immer noch Spaß, so wie das bei uns so ist bei den Partys, die man so macht. Ne? Ja, oder genau. Die nicht immer gleich funktionieren, sondern aus sich rauswachsen dann. Nee, schon mit krasser kommerzieller Absicht letztendlich alles. Ja. Was mich am Ende auch ein bisschen abgeschreckt hat dann, als ich das fertig studiert hatte. Und ich jetzt auch nicht in dem Bereich so wirklich arbeite. Aber es hat mir ein gutes Allgemeinwissen gegeben. Ja, denke ich auch. Sowas hilft immer. Dann auch um eine Übersicht über den ganzen... Musik ist doch schon sehr komplex und alles, was damit zu tun hat. Und das Game, was drumherum stattfindet. Ne? Ja, wir leben ja alle in dem Kosmos letztendlich und alles findet ja irgendwie in dem Kosmos statt. Teilweise will man sich davon abgrenzen, teilweise kann man sich aber gar nicht davon abgrenzen und deshalb macht es schon Sinn, irgendwie das Gesamte zu verstehen, aber letztendlich ist das nicht meine Absicht, mein Ziel. Ja. Du hast ein schönes Vinyl-Set gespielt, heute auch. Du bist auf Vinyl unterwegs? Teils. Also ich will mich da gar nicht einschränken tatsächlich. Nee. Das heißt oft Hybrid einfach, digital und Vinyl. Rein Vinyl eher selten, weil das dann auch die Setups in den Clubs oft nicht hergeben, so dass es wirklich Spaß macht. Genau, deshalb. Und du bist dann aber trotzdem immer noch am Plattendicken und sowas. Auf jeden Fall, ja. Das ist schon meine Leidenschaft. Wie bist du zum Auflegen gekommen?
Oh Klassische Gott. Frage, aber es Klassische ist immer Frage, bei ja. jedem immer anders. So, oder? Ja. Also das ganze Auflegen hat schon in Freiburg angefangen. Und Ja. da war ich dann irgendwie, wie alt war ich da? 15, 16. Ging das los. Man hat irgendwie elektronische Musik kennengelernt, man hat die Partys kennengelernt. Ich habe mich sehr gerne auf diesen Partys bewegt und war dort gerne. Und habe aber auch direkt gemerkt, eigentlich will ich auf der anderen Seite stehen Ja. und nicht nur zu der Musik tanzen. Und das war dann eigentlich direkt der Startschuss irgendwie so. Mit 16 die ersten eigenen Partys geschmissen in Freiburg, im Wald, irgendwo illegal. Ja, schön, ja. Ja, genau. Die klassischen Goa-Partys kann man sagen. Also auch richtig mit Goa-Sound. Und Auch richtig Deko. mit Goa-Sound, auch mit bisschen Deko, aber alles sehr rudimentär und jetzt im Nachgang eigentlich total kacke. Aber Ja. aber so hat das angefangen, ja. Genau. Und man hat ja auch andere Ansprüche damals gehabt. Ich kann mich auch erinnern, dass wir irgendwie 97 Partys gefeiert haben. Da haben wir Deko aufgehängt. Da dachte ich, und da waren wir aber total scharf drauf, auf diese Deko. Die musste immer dabei sein. Das waren irgendwie irgendwelche Fledermäuse aus Plastik, die hingen dann so von der Decke runter. Ja, man hatte ja auch gar keine Chance, sich zu inspirieren oder sich inspirieren Ganz zu genau. lassen, weil man war ja auf gar keinen Partys Nee. und es war eher so als Mittel zum Zweck. Es gibt hier gar keine Partys, ich Ja. kenne gar keine Leute, die Partys veranstalten, also müssen wir die Partys selber machen. Ein Tarnnetz war immer dabei. Genau, und irgendwie rot-grünes Licht und dann abwechselnde Muster. Und, Genau. ja. Ein Nebel, Dauerknopf Ja. irgendwie, ne? Genau. Und eine super schlechte Anlage. Ja. Alles laut, alles auf irgendwie gedreht. Ja, aber das hat es letztendlich ausgemacht, da irgendwie in diesen Kosmos einzusteigen, glaube ich. Ne? Genau, und auch aus dem Grund, weil wir gar keine DJs kannten, war es okay, wer spielt denn überhaupt jetzt die Musik? Und Genau. auch das war irgendwie so ein Grund, ein Anreiz, das zu machen. Und dann ging es echt tatsächlich über Goa, Proggy, Techno bis hin jetzt heute zum Minimal House, reduzierte Musik Ja, grundsätzlich. genau. Ja, war ein schönes, deepes Minimal House Set. Minimal verbinden ja viele mit so aus der alten Schiene, so mit den klassischen Robert Hood-Sachen oder sowas. Aber ich finde, da gab es halt später so eine Parallelentwicklung. Dann kam diese rumänische Welle. Genau. Dann hat sich das alles irgendwie verbunden, sodass reduziert ist immer noch reduziert. Und Minimal ist eigentlich Genau, ich würde es auch bei dem Begriff reduziert lassen, glaube Ja, ich, genau. weil diese Genre-Namen, irgendwie jeder verbindet damit ja was anderes. Es ist sehr, sehr, sehr subjektiv und letztendlich druckvoll Ja. reduziert. Und Minimal ist ja vielleicht auch gar kein Genre, so finde ich, sondern eher eine Lebensweise, eine Denkweise. Auch reduziert zu sein, sich reduzieren, reduzierten Sound auszuwählen, der dann auch aus allen bestimmten Genres kommen kann, den man Total. dann mit reinmixt oder sowas. Weil da ist dann Acid mit bei oder man spielt mal einen Oldschool-Elektro-Track, der aber auch weniger Beats hat und nicht so aufgepumpt ist oder sowas. Ne? Genau, das versuche ich auch immer in den Sets irgendwie so darzustellen, dass das schon auch Genresprünge hat in dem Rahmen, in dem ich es haben will. Ich meine, die Einreden von Genresprünge, wenn sie Soul und Techno irgendwie zusammenspielen. Bei mir ist das natürlich alles ein bisschen enger gesteckt, aber da sind eben Raw Minimal Einflüsse, Techno Einflüsse, House Einflüsse, Tech House Einflüsse, das ist Ja. alles da mit drin irgendwie. Das Set war auf jeden Fall bumpy. Seid gespannt. Produzierst du selber Musik? Ja, mittlerweile auch. Ja. Das kam aber erst sehr spät dazu. Also ich würde schon sagen, ich bin eher DJ als Producer. Aber genau, mittlerweile Begleitet dich trotzdem. auch. Begleitet dann. mich trotzdem. Will ich auch immer mehr ausbauen, aber ich glaube, im Kern bin ich eher DJ. Und wie lieber analog, frickelig oder Nee, relativ stringent digital, mit einem Ziel vor Augen, gar nicht so viel rumfrickeln und minimal? Thema Minimal. Thema Minimal. Sich ja. auch begrenzen, ne? Genau. Gar nicht so viel. Also wenn ich mich an den Rechner setze und Mucke mache, dann will ich auch irgendwie ein Ziel oder ein Ergebnis am Ende haben. So. Und Ja, und die Rechner heutzutage auch und die Plugins, das sehe ich zu Hause auch immer wieder, auch wenn ich viel analoge Technik habe, aber die bieten so unglaublich viel Power. Ich kann mich noch vor 10 Jahren daran erinnern, wo mein Rechner irgendwie oben dann angezeigt hat, was für eine Auslastung stattgefunden hat. Und man musste dann irgendwie eine Spur einfrieren, um weiterzumachen, weil die Das ist einzelnen ja- Plugins so monströs waren. Und jetzt bei der Rechnerleistung, die man irgendwie ein Stückchen verbauen kann, wenn man es gezielt verbaut, dann da wirst du absolut weggeblasen von allem, was geht. So, ne? ja, absolut.
Ja, genau. Das ist ja letztendlich, ja, man hat keine Grenzen mehr eigentlich, so was das angeht. Ich kann ja sagen, ihr seid ja heute auch zusammen hier, ne, als kleine Crew. Seid ihr Teil noch, der Crew ist seid hier, ihr noch mehr genau. Genau, wir sind noch mehr, einige mehr sogar. Das ist so eine Gemeinschaft aus wirklich guten Freunden mittlerweile oder auch damals schon Freunde gewesen. Jetzt vor 6 Jahren ungefähr ist das Ganze entstanden. Sehr harmonisch? Sehr, sehr harmonisch, schön, ja. Sehr organisch, sehr harmonisch. Aber alle mit der gleichen Absicht, irgendwie geile Mucke zu machen, geile Mucke zu hören, geile Mucke zu teilen. Und das ist so eigentlich der Kern des Ganzen. Ja, das ist auch, glaube ich, richtig cool, wenn sich das so gegenseitig auch befruchtet und der eine den anderen Voll. mitzieht. Und ja, wir hatten mal ausgerechnet, wie viel DJ-Kombinationen es geben würde. Und das ist irgendwie mehr als mehrere Dutzend DJ-Kombinationen, die wir untereinander spielen könnten. Und wir versuchen das auch immer regelmäßig abzuwechseln auf unseren Showcases. Weil wir sehr oft auch Back-to-Back dann einfach spielen und es entstehen immer neue Klangwelten irgendwie. Und das ist cool, ja. Selbst wenn dann 12 Stunden Blade House Showcase ansteht, sind das dann trotzdem irgendwie 5, 6 verschiedene Sets einfach. Also Label ist Blade House. Blade House, Auge drauf werfen. Ne? Wie du vorhin auch gesagt hier. hast. So wird's geschrieben. Distributed by Blackground 12. Muss ich auch noch mal was loswerden. Super geiler Laden in Berlin. Schöner Vertrieb. Auch sehr gut vorsortiert. Super Betreuung. Und auch sehr ausgewählt. Seid ihr gut aufgehoben. Ist Absolut. Da geht man geht in den Laden rein und kommt auf jeden Fall mit einem Stapel Platten wieder raus. So. Genau, weil alles schön vorsortiert ist und so. Keine Auswahl, aber alles super. Ja. Und auch sehr schön eingerichtet. Voll. Ich mag das, wenn auch viel mit Holz verbaut ist oder Turntables, ein schönes Setup. Ästhetischer Laden auf jeden Fall. Genau, sowas, ne? Blade House Label und Blade House Showcase. Showcase ist dann in Hamburg und Umgebung, oder? Genau, also wir machen viele Showcases jetzt. Genau, also unsere 5-Jahres-Tour steht gerade an. Sind wir unter anderem im Sisyphos gestartet, im Pudel, im Hafenklang, auf dem Moin Festival, im Südpol, Sehr cool, im Schumacher Club in Bochum, in der Station Endlos in Halle. Also da stehen einige Sachen an auf jeden Fall. Ach, wunderbar. Wo wir als Label vertreten sind. Watch out for Blade House Showcase around the German Globe und vielleicht auch mal woanders. Ne? Das Label ist auf jeden Fall geil. Guckt mal nach Blade House. Reduziert der Haus. Blade House, genau. Kann man schon fast sagen. Und auch schön, ich sag mal, druckvoll, clean, kann man aufgeräumt sagen. Ja, kann man schon sagen. Aber ohne strukturell zu doll zu wirken. Oh, geile Interpretation. Tatsächlich sind auch alle 4 Tracks auf der neuesten Platte, die BHO 005, das ist unser aktuellstes Release. Da ist für alle was dabei auf jeden Fall. Ja. Also es sind sehr verschiedene Tracks auch, aber alle bewegen sich so im ähnlichen Spektrum. Ja, das ist auch immer gut, wenn man Sachen entdeckt auf einer Platte und sie alle mitziehen, ohne dass sie irgendwie komplett in andere Richtungen springen oder sowas. Ne? Weil man kann die dann einfach beim Set auch mal umdrehen und durch und weiter dann. Ne? Wir werden versuchen, auf jeden Fall mal vorbeizukommen beim Showcase bei euch. Wenn in der Nähe irgendwas ist, sagt mal Bescheid. Vielleicht, wenn hier oben irgendwie auf einem Festival oder sowas. Sonst müssen wir auch mal nach Hamburg einen Abstecher machen. Wäre auf jeden Fall cool. Hamburg auch immer schön. Ja, Hamburg hat eine sehr eingeschworene Fire-Community. Da ist halt wenig Feiertourismus im Techno- oder im elektronischen Bereich. Und deshalb ist das eine sehr große, relativ große Community, wo sich viele schon lange kennen irgendwie. Und das bringt so einen sehr, sehr privaten Vibe irgendwie auch mit rein. Das mag ich an Hamburg sehr, sehr gerne. Vielleicht auch weniger Ellenbogen und sowas, ne? Aber gut. Also was wir immer als Feedback bekommen, ist, dass Hamburg sehr, sehr herzlich ist und sehr die Gästinnen mit offenen Armen empfängt. Wenn wir hier im Norden warm werden, ne, dann werden wir auch richtig warm mit den Leuten und nehmen sie auf. Aber vorher ist es immer ein bisschen anders. So, ne? Ja. Ich meine, du kommst ja aus Süddeutschland. So, ich habe das hier halt sehr herzlich wahrgenommen. Genau, der Mecklenburger und der Hamburger, na gut, der Ur-Hamburger ist ja auch so ein bisschen mehr so. Aber alles liebe Menschen. Ja, genau. Ja. Ne? Und der richtige Ostfriese, ne? Und mit den Wattwürmern. Das war auf jeden Fall Hans Hammer. So,
Zieht euch das Set rein, richtig cool, auch gar nicht zum Aufwärmen, sondern das ist schon einfach mal den Schirm beiseite legen und das Tanzbein schwingen. So. Kommentiert hier unten, wenn ihr irgendwas nicht haben wollt, gebt uns Feedback über alles Mögliche. Kleine News noch von mir vielleicht nebenbei. Wir starten demnächst einen eigenen Plattenladen hier bei uns im Werk, wo ihr Platten kaufen könnt, herpilgern könnt. Habt Spaß am Plattendicken, am Platten kaufen. Habt noch viel mehr Spaß am Musik hören, egal von welchem Medium es kommt, weil Musik, ne, ist immer das Wichtigste dabei. Das war der Vinyl Matters Podcast hier von Matter of Fact.